Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Genau, hallo auch von mir. Heute ist nämlich Tag 129 in unserem Lernprogramm. Richtig. Und wir haben heute ein wirklich, ein super wichtiges Thema für euch. Absolut. Das Thema heute lautet nämlich Motivation im Beruf. Ein großes Thema, ja? Oh ja. Und wir sprechen heute über 15 wichtige Wörter, die ihr im Alltag oft hören und natürlich auch benutzen könnt, gerade wenn es um Arbeit und Zufriedenheit im Job geht. Genau. Und bevor wir direkt mit dem ersten Wort starten, haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch. Stimmt. Wir empfehlen euch heute wieder die Shadowing-Technik. Ja, das ist eine super Methode. Hört einfach gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Ganz genau. Und dann sprecht ihr die Wörter und Sätze einfach leise mit. Das hilft dem Gehirn total, sich an die deutsche Sprache zu gewöhnen. Richtig. Und noch ein kleiner Tipp vorab. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Story heute ist wirklich schön geworden. Da packen wir alle 15 Wörter nochmal in eine ganz praktische Alltagssituation. So machen wir das. Also, bist du bereit für das erste Wort? Auf jeden Fall. Lass uns direkt starten. Unser erstes Kernwort heute ist die Anerkennung. Die Anerkennung, ja. Auf Englisch bedeutet das Recognition. Genau. Und eine einfache Erklärung auf Deutsch wäre, dass man ein Lob für eine gute Arbeit bekommt. Man sagt jemandem, dass er oder sie etwas gut gemacht hat. Richtig. Das ist im Arbeitsalltag extrem wichtig. Ich habe ja auch einen kurzen Beispielsatz für euch. Sehr gerne. Schieß los. Also der Satz lautet, eine ehrliche Anerkennung für gute Arbeit ist oft wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Wow. Ja. Das ist ein starker Satz. Aber es stimmt ja irgendwie, oder? Absolut. Natürlich brauchen wir alle Geld zum Leben, aber wenn der Chef nie sagt, dass man etwas gut gemacht hat, dann fehlt einfach diese Anerkennung. Genau. Und das bringt uns direkt zu unserem zweiten Wort. Das ist nämlich der Anreiz. Der Anreiz, genau. Auf Englisch sagen wir dazu Incentive. Richtig. Ein Anreiz ist im Grunde eine Motivation. Es ist etwas, das uns dazu bringt, eine bestimmte Sache gerne zu tun. Ja, genau. Etwas, das uns motiviert. Ein klassisches Beispiel aus der Arbeitswelt wäre, die Firma bietet zusätzliche Urlaubstage als Anreiz für Überstunden. Das ist aber ein guter Anreiz. Finde ich auch. Freizeit ist ja heute oft wertvoller als ein kleiner Bonus auf dem Konto. Das stimmt, absolut. Und damit sind wir schon beim dritten Wort. Und das passt perfekt dazu. Es ist die Wertschätzung. Die Wertschätzung. Ein sehr schönes deutsches Wort. Auf Englisch heißt das Appreciation. Genau. Wertschätzung bedeutet, dass man Respekt vor eine andere Person und ihre Leistung zeigt. Es ist ein bisschen tiefer als nur eine kurze Anerkennung. Ja, es geht um den generellen Respekt. Der Beispielsatz hierfür lautet, ohne gegenseitige Wertschätzung kann ein Team auf Dauer nicht produktiv zusammenarbeiten. Das ist so wahr. Wenn man sich im Team nicht respektiert, dann funktioniert einfach gar nichts. Richtig. Man fühlt sich dann auch nicht wohl im Büro. Genau. Und das führt uns zum vierten Wort. Das ist der Stellenwert. Der Stellenwert. Auf Englisch übersetzen wir das mit Significance oder Importance. Ja, der Stellenwert beschreibt einfach die Bedeutung, die etwas für uns hat. Wie wichtig etwas in unserem Leben ist. Genau. Und dazu haben wir folgenden Satz für euch. In unserer heutigen Gesellschaft hat eine gute Work-Life-Balance einen sehr hohen Stellenwert. Das sehe ich absolut so. Der Stellenwert von Freizeit und Familie ist in den letzten Jahren extrem gestiegen, oder? Ja, das merkt man überall. Die Leute wollen nicht nur arbeiten, wir wollen auch leben. Richtig. Aber wenn man dann arbeitet, dann braucht man das fünfte Wort auf unserer Liste. Nämlich der Einsatz. Ah, der Einsatz. Auf Englisch ist das Commitment oder Effort? Genau. Einsatz bedeutet hier Engagement. Also wie viel Energie und Motivation man in seine Arbeit steckt. Ja, und hier ist ein typischer Alltagssatz dazu. Der Chef lobte den besonderen Einsatz des Teams während der schwierigen Projektphase. Das ist dann wieder die Anerkennung für den Einsatz. Das greift alles ineinander. Absolut, es ist wie ein kleiner Kreislauf der Motivation. Genau. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Verb für heute. Unser sechstes Wort ist entfalten. Entfalten. Auf Englisch to unfold oder to develop. Richtig.
Auf Deutsch bedeutet das ganz einfach entwickeln. Also wenn etwas größer oder besser wird. Und da es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform für euch. Die lautet hat entfaltet. Genau, hat entfaltet. Hast du da auch ein gutes Beispiel aus dem Berufsalltag? Ja, natürlich. Der Satz lautet, im richtigen Arbeitsumfeld kann jeder Mitarbeiter seine persönlichen Talente voll entfalten. Ein toller Satz. Und er zeigt auch, wie wichtig das Umfeld ist, damit man wachsen kann. Richtig, wenn die Stimmung schlecht ist, entfaltet man sich nicht, dann zieht man sich eher zurück. Genau so ist es. Und wenn man sich gut entwickelt, dann passt unser 7. Wort perfekt. Das Verb anstreben. Anstreben. Auf Englisch übersetzt man das mit to strive for oder to aim for. Ja, auf Deutsch erklären wir das oft mit verfolgen oder als Ziel haben. Man möchte etwas unbedingt erreichen. Genau. Und die Perfektform von anstreben ist hat angestrebt. Das ist wichtig zu merken, weil es ein trennbares Verb ist. Stimmt, hat angestrebt. Hast du einen Beispielsatz für uns? Klar, hier ist er. Die junge Fachkraft hat schon immer eine Position angestrebt, die sie persönlich herausfordert. Das bedeutet also, sie hatte das immer als klares Ziel vor Augen. Ganz genau. Sie wusste, was sie wollte. Super. Bevor wir jetzt zum 8. Wort kommen, machen wir eine ganz kurze Pause für einen kleinen Hinweis. Ja, sehr gern. Und zwar, wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben, so verpasst ihr keine neue Folge. Genau, das hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast für euch weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Danke euch. So, und jetzt geht es weiter mit viel Energie. Wort Nummer 8 ist das Verb begeistern. Begeistern. Auf Englisch heißt das to inspire oder to enthuse. Richtig. Begeistern bedeutet jemanden inspirieren. Man gibt anderen Menschen positive Energie und eine große Motivation für etwas. Und die Perfektform hier ist hat begeistert. Genau, hat begeistert. Und der Beispielsatz dazu. Der lautet, ein guter Vorgesetzter hat die Fähigkeit, seine Mitarbeiter für neue Ziele zu begeistern. Das ist wirklich eine wichtige Eigenschaft für einen Chef, ne? Absolut. Ein Chef, der nicht begeistern kann, der hat oft ein unmotiviertes Team. Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Kommen wir zum 9. Wort. Das ist wieder ein Verb, nämlich erbringen. Erbringen. Auf Englisch to provide oder to achieve. Genau. Auf Deutsch bedeutet das ganz einfach leisten oder ein Ergebnis liefern. Und die Perfektform ist hat erbracht. Hat erbracht. Richtig. Hast du einen Satz, der das gut erklärt? Ja, hört gut zu. Um den jährlichen Bonus zu erhalten, muss im letzten Quartal eine hohe Leistung erbracht werden. Da haben wir das Passiv, aber der Sinn ist klar. Man muss am Ende des Jahres wirklich hart arbeiten, also eine Leistung erbringen. Genau, das ist dann oft der harte Alltag. Man kann nicht nur über Motivation reden, man muss auch Resultate erbringen. Ja, das ist wohl wahr. Aber was passiert, wenn man sich sehr anstrengt und es klappt nicht? Das bringt uns zu Wort Nummer 10. Wort Nummer 10 ist ein Adjektiv. Es heißt enttäuscht. Enttäuscht. Auf Englisch disappointed. Richtig. Wenn man enttäuscht ist, dann ist man unglücklich, weil eine Erwartung nicht erfüllt wurde. Man hatte gehofft, dass etwas Gutes passiert und dann passiert es eben nicht. Genau. Und im Job kommt das leider oft vor. Ein gutes Beispiel dafür ist, viele Kollegen waren enttäuscht, dass ihre Verbesserungsvorschläge einfach ignoriert wurden. Ja, das ist ein Klassiker. Man hat eine tolle Idee, gibt sich Mühe und dann passiert einfach gar nichts. Das ist wirklich schlimm für die Motivation. Man ist dann total enttäuscht. Absolut. Und wenn man zu oft enttäuscht wird, dann kommen wir zu Wort Nummer 11. Das Adjektiv frustriert. Frustriert. Auf Englisch frustrated. Genau. Frustriert ist fast noch ein bisschen stärker als enttäuscht. Auf Deutsch bedeutet es mutlos oder genervt sein. Man hat keine Energie mehr, weil immer etwas schief geht. Ja, man fühlt sich wie blockiert. Der Beispielsatz hier ist sehr deutlich. Wenn das Feedback vom Chef immer nur negativ ist, sind die Angestellten sehr schnell frustriert. Das ist vollkommen logisch. Wer immer nur hört, was falsch war, der ist irgendwann einfach frustriert. Genau. Und das raubt einem den ganzen Einsatz, den wir vorhin besprochen haben. Richtig. Aber wie schützt man sich davor? Da hilft vielleicht unser 12. Wort. Es ist wieder ein Verb, nämlich identifizieren. Identifizieren. Auf Englisch to identify. Ja, im beruflichen Kontext bedeutet es oft, dass man sich mit etwas einig ist. Man teilt die gleichen Werte wie die Firma. Genau.
Und weil es oft reflexiv benutzt wird, lautet die Perfektform hat sich identifiziert. Hat sich identifiziert. Der Satz dazu lautet: Wer sich mit den Werten seiner Firma identifizieren kann, arbeitet meist deutlich motivierter. Das finde ich extrem spannend. Also, wenn ich glaube, dass meine Firma gute Dinge tut, dann hilft mir das, auch an schlechten Tagen motiviert zu bleiben. Ganz genau. Man weiß dann einfach, wofür man die Arbeit macht. Das ist ein toller psychologischer Trick eigentlich. Ja, absolut. Aber manchmal reicht auch das nicht. Deshalb brauchen wir Wort Nummer 13. Das ist das Adjektiv ausgeglichen. Ausgeglichen. Ein schönes Wort. Auf Englisch balanced. Richtig. Ausgeglichen bedeutet harmonisch oder in Balance. Nicht zu viel Stress, aber auch nicht zu wenig Aktivität. Genau. Eine gute Mitte finden. Der Beispielsatz ist hier besonders wichtig. Ein ausgeglichener Alltag zwischen Beruf und Privatleben schützt effektiv vor einem Burnout. Das ist so wichtig. Wenn man auf der Arbeit mal frustriert ist, dann braucht man einen ausgeglichenen Feierabend, um neue Energie zu tanken. Richtig. Zum Beispiel Sport machen oder Freunde treffen. Genau das. So, wir sind schon fast am Ende unserer Vokabelliste. Wort Nummer 14 ist das Adjektiv zuversichtlich. Zuversichtlich. Auf Englisch confident oder optimistic. Ja, wer zuversichtlich ist, der ist optimistisch und glaubt fest an eine gute Zukunft. Das ist eine super Eigenschaft. Der Beispielsatz lautet: Trotz der vielen Veränderungen im Unternehmen bin ich sehr zuversichtlich, was meine Karriere angeht. Ein sehr positiver Mensch also. Er glaubt daran, dass alles gut wird, egal was passiert. Genau. Und um diese gute Zukunft auch wirklich zu erreichen, braucht man unser letztes Wort für heute. Wort Nummer 15. Das ist das Adjektiv zielstrebig. Zielstrebig. Auf Englisch determined. Richtig. Zielstrebig bedeutet, dass man beharrlich ist. Man bleibt auf seinem Weg und gibt nicht auf, bis man sein Ziel erreicht hat. Genau, man arbeitet ganz fokussiert darauf hin. Und der letzte Beispielsatz für heute fasst das gut zusammen. Er lautet: Wer seine beruflichen Ziele zielstrebig verfolgt, wird früher oder später Erfolg haben. Ein tolles Fazit. Früher oder später. Man darf nur nicht aufgeben. Ganz genau. So, das waren unsere 15 Wörter zum Thema Motivation im Beruf. Wahnsinn, wie schnell das ging. Ja, wirklich. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben euch ja versprochen, dass es am Ende noch eine Geschichte gibt. Genau, jetzt kommt unsere Mini-Story. Hier könnt ihr alle 15 Wörter, die wir gerade gelernt haben, noch einmal in einem ganz natürlichen Zusammenhang hören. Lehnt euch einfach zurück und hört gut zu. Hier ist die Geschichte von Anna. Anna war in ihrem alten Job oft sehr frustriert. Ja, sie war wirklich enttäuscht, weil ihr Chef ihr nie auch nur ein bisschen Anerkennung für ihre harte Arbeit gegeben hat. Dabei hat sie jeden Tag einen extrem hohen Einsatz gezeigt und immer eine Top-Leistung erbracht. Genau. Aber ohne jeden Anreiz verlor sie irgendwann die Freude an den Aufgaben. Sie merkte, dass sie in diesem Büro ihre vielen Talente einfach nicht entfalten konnte. Und ihr fehlte auch die nötige Wertschätzung im Team. Zum Glück wusste Anna aber, dass ihre mentale Gesundheit einen hohen Stellenwert in ihrem Leben hat. Genau. Sie wollte unbedingt wieder einen ausgeglichenen Alltag haben. Also hat sie ein neues Ziel angestrebt. Sie suchte nach einer Firma, deren Leitbild besser zu ihr passt. Ja, sie wollte eine Arbeit finden, mit der sie sich wirklich identifizieren kann. Und sie war bei ihrer Suche sehr zielstrebig. Sie hat viele Bewerbungen geschrieben. Mit Erfolg. In ihrem neuen Job gibt es eine Chefin, die das ganze Team für neue Projekte begeistern kann. Dass man nicht in der Frustration bleibt, sondern etwas ändert. Absolut. Man hat seine eigene Motivation oft selbst in der Hand. Man muss nur den Mut haben, zielstrebig zu sein. Genau so ist es. Und das war auch schon unsere heutige Lektion, Tag 129. Ja, die Zeit ist wirklich geflogen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das immer sehr gerne. Unbedingt. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Morgen sprechen wir dann über ein neues Thema, und zwar Beziehungen pflegen. Das wird auch wieder ein super interessantes Thema für den Alltag. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich mich auch. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch. Tschüss.